Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Ich bin Thomas und ich mache heute für euch einen deftigen Rindergulasch. Wenn ihr sehen wollt, wie ich ihn gemacht habe, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei! Ja, wie vorhin schon erwähnt, gibt es bei mir heute einen deftigen Gulasch. Ich stehe so auf so richtig deftige Gulasch-Sachen, ja. Das ist einfach so ein Herzerwärmer. Bei mir ist heute Rindergulasch. Ihr könnt nicht auch Schwein nehmen, Kalb, was ihr wollt. Ich bin halt so ein Fan von Rindergulasch. Dann brauche ich Zwiebeln, Speck, Paprika, jede Menge Weißkraut. Das ist für mich ein Spitzkohl gewesen diesmal. Dann brauche ich ein dunkles Bier, Kartoffeln, die schäle ich natürlich erst später. Das ist Kümmel, Pfeffer und Chilischoten, Tomatenmark zweierlei, eine scharfe, eine normale, Muskat, Salz, Zucker, Paprikapulver und da habe ich noch so eine Pastasoße. Dann habe ich hier noch ein bisschen Paprikamark und das ist so eine scharfe Chili-Paste noch hinten dran. Anschwitzen werde ich das Ganze mit Butterschmalz. Ach, Gemüsebrühe fehlt natürlich auch noch, die kommt später mit dazu. So, dann werde ich sagen, wir beginnen mal. Die Zutaten habt ihr alle gesehen. Dann gehen wir mal zu unserem Dutch-Ofen und da fahren wir gleich an. Ja, da sind wir am Dutch-Ofen angekommen. Ihr seht, der Dutch-Ofen ist richtig heiß. Der Schmalz ist auch schon zerlaufen. Da warten wir gar nicht mehr lang. Da kommt unser Rindfleisch schon ins Spiel. Darf schön anbraten. Und wenn das angebraten ist, hole ich euch wieder mit dazu. Und nach kurzer Zeit ist die Flüssigkeit auch komplett verdampft. Schön angebraten das Fleisch. Und es kommt gleich Zwiebeln, der Speck und Knoblauch dazu. Zwiebeln. Wie gesagt, ihr müsst auch nicht so fein schneiden. Soll ja deftig sein. Genauso habe ich den Speck nicht so fein geschnitten. Das lassen wir uns kurz angehen und dann kommt der Knoblauch mit dazu. Der Knoblauch, der verbrennt natürlich viel schneller. Und wenn Knoblauch verbrennt, schmeckt er am Ende bitter. Das wollen wir nicht. Also wir braten das kurz an und dann geht's weiter. So, die Zwiebeln und der Speck ist gut angebraten. Bevor ich den Knoblauch rein machen werde, kommt erst Tomatenmark dazu. Da kann man einen guten Schwung dazu machen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe zweierlei Tomatenmark. Das eine werde ich weglassen, das ist mit Chili. Und da ich eine Chili-Paste habe, wäre das zu scharf. So, das lassen wir es mit angehen. Und was bei mir immer gleich dazu kommt, ist Zucker. Zucker ist für das Tomatenmark optimal, verliert einen Teil seiner Säureart durchs Anbraten und durch den Zucker karamellisiert das Ganze. Euer Gulasch wird am Ende nicht so sauer. Bildet es auch schon so einen Bodensatz. Ich weiß nicht, ob man sieht. So soll es dann auch sein. Das ist Geschmack. So, das genügt schon. Jetzt kommt der besagte Knoblauch. Ich sage, das sind 6 Zehen. Wenn das zu viel ist, macht ihr euch weniger. Was ich gleich mit dazu mache, ist Paprikapulver. Und dann ruhig ordentlich dran. Das entwickelt noch sein Aroma durch das Anbraten. Dann kommt noch Kümmel, Pfeffer und die Chili dazu. Jetzt alles rein tue, weiß ich noch nicht, aber so, ich glaube, das reicht ja schon mal. Lassen wir das mit angehen. Aber jetzt Vorsicht. Paprika verbrennt auch sehr schnell und erzeugt dann eine gewisse Bitternis in eurem Gulasch. Ah, das duftet. Der Kümmel kommt vor. Oh, herrlich. Der Knoblauch, der frische. Boah. Richtig, richtig gut. So, jetzt löschen wir es ab. Und zwar, da kommt unser Dunkelbier ins Spiel. Falls ihr Kinder habt, lasst das Bier weg
ersetzt es durch Gemüsebrühe, geht genauso gut. So, jetzt lösen wir den Bodensatz. Das ist reiner Geschmack und schaut mal, wie sich das verfärbt. Ah, das ist schon Farbe, du. Genau so liebe ich das. Jetzt lassen wir es einreduzieren und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. So, das Dunkelbier ist jetzt einreduziert. Jetzt gießen wir den Rest dazu. Reduzieren die Hitze ein wenig. Das soll ja schmoren. Jetzt kommt meine Tomatensauce dazu. Die ist schon leicht stückig. Ah, ein Träumchen. Jetzt habe ich hier noch Gemüsebrühe. So, die besagte Gemüsebrühe. Und oh ja, Freunde. Oh, das ist jetzt schon ein Träumchen. So, ich denke, ich werde noch ein bisschen Gemüsebrühe brauchen. Das kann jetzt ruhig ein bisschen reduzieren. Es soll schmoren, ja. Soll ein Schmorgulasch werden. Und ich denke mal, ich werde noch so einen halben Liter Brühe dazu gießen. Und dann werde ich es erst einmal für gute 2 Stunden unter geringer Hitze schmoren lassen. Und dann sehen wir uns wieder. Aber bis hierhin ist das ja der Hammer, oder? Leute, wir sehen uns. Gut, ich habe nämlich wieder was vergessen. Und zwar mache ich da gleich noch von dem Paprikamark dazu. Ah, Wahnsinn. Und von der Chili-Paste, aber uiuiui, die habe ich schon probiert. Vorsicht. Dazu ein kleines Löffel. Und das soll es gewesen sein. Nachwürzen kann ich immer noch, aber wenn was scharf ist, kriege ich es hier nicht mehr raus. Gut, was ich auch gleich noch dran mache, ist ein wenig Muskat. Salz mache ich noch kein dran. So, Muskat, je nach Gefühl halt, ja. So wie ihr es gerne möchtet. Setzen wir hier den Deckel drauf. Und wie gesagt, gute 2 Stunden schmoren. Und dann geht es mit dem nächsten Step natürlich weiter. Und da seid ihr natürlich wieder mit dabei. Ja, inzwischen sind wirklich 1,5 Stunden vergangen. Wir lüpfen mal den Deckel. Und oh ja, Leute, wird echt super. Schön ein bisschen einreduziert, schöne Farbe bekommen. Das Fleisch habe ich vorhin schon mal probiert. Das ist jetzt so weit, dass wir die Kartoffeln dazu tun können. Die habe ich schon etwas größere Würfel geschnitten. Die binden jetzt noch ein wenig. Die brauchen ungefähr ja, so 25 bis 30 Minuten. Das sind festkochende Kartoffeln, weil ich möchte keine mehlig kochenden, wo ich dann später Kartoffelpüree drin habe. So, und ihr seht die Konsistenz. Boah, die ist richtig gut, gell? So, Kartoffeln dürfen das, wie gesagt, zwischen 20 und 30 Minuten kochen. Dann kommt das Kraut dazu. Das braucht auch nochmal so 10 Minuten, Viertelstunde. Und ganz zum Schluss die Paprika. Und dann sind wir schon fertig mit unserem deftigen Gulasch. So, das war's bis hierhin. Wir sehen uns. So, es sind 25 Minuten um. Die Kartoffeln sind soweit, dass das Kraut dazu kann. Das haben wir hier. Langsam rein. So. Jetzt heben wir das Ganze schön unter. So, das Ganze sieht jetzt ziemlich kompakt aus, aber der Spitzkohl, der verliert natürlich noch an Struktur, dann wird er ein bisschen weicher und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen sämiger aus. So. So, dann würde ich sagen, ich mache den Deckel drauf. Das Ganze dauert jetzt nochmal ungefähr 15 Minuten. Dann sehen wir uns wieder. Dann kommt nämlich der Paprika dazu. Das ist dann das Letzte, was eine Zutat mit dazu kommt. Ja, auch die 15 Minuten sind geschafft. So, und schaut euch das an. Wie ihr seht, das Kraut hat jetzt auch an Struktur verloren. Es ist schön weich. Und jetzt kommt zum Schluss, wie gesagt, ja, Paprika dazu. Da bringt es auch noch ein bisschen Geschmack. Jetzt nehmen wir es auch nur langsam unter. So, Freunde, da sind wir. Unser Gulasch ist fertig. Ich habe jetzt noch ein wenig
Salz hin, ein wenig Zitronensaft und ein bisschen Zucker. Mehr bedarf es nicht. Der Kümmel kommt gut durch, Pfeffer, das Chili ist da. Also Leute, richtig gut. Von mir ein kleiner Vorschlag, wer will, kann euch noch ein bisschen Sahne dazu tun. Dann wird es noch ein bisschen, ja, schlotziger. Aber wer es eher so ein bisschen deftig, rustikal mag, dann lasst ihr das so. Und mehr kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Wir sehen uns dann beim Abschlussfazit. So, da bin ich noch mal kurz für ein kleines Fazit. Ihr habt es gesehen, deftiger Rindergulasch, mega lecker. Gut, bevor dann jemand schreibt, ja, Speck muss nicht in Rindergulasch. Kann man machen. Ich wollte halt richtig deftig und dann kann man es einfach mit dazu machen. Wer das nicht mag, lasst einfach weg. Ich fand es richtig lecker, leichte Schärfe durch das Chili, was bei den Pfefferkörnern mit drin waren. Der Kümmel war richtig gut. Ja, war halt ein richtig gutes Gericht für die etwas kältere Jahreszeit. Das erwärmt das Herzchen ein bisschen. Deftiges Essen ist um die Jahreszeit ja richtig gut. Und Leute, mehr brauche ich gar nicht sagen. Ihr habt ja alles gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Abo würde ich mich immer freuen, über einen Kommentar. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.